Welche Vorteile bietet das Lernzeitenkonzept? In diesem Film erklären wir, welche Vorteile das Lernzeitenkonzept des Gymneander im Vergleich zu anderen Schulen bietet und wie sich das auf den Alltag unserer Schülerinnen und Schüler auswirkt. Viele Schulen arbeiten heute im Ganztagsbetrieb. Das bedeutet häufig, dass die Kinder lange in der Schule sind, erschöpft nach Hause kommen und auch dort noch Hausaufgaben machen müssen. Dieses Problem haben wir durch das Lernzeitenkonzept gelöst. Unser Schüler Philipp hat keine Hausaufgaben. Er bekommt Lernzeitaufgaben, die er größtenteils in der Schule erledigt. So hat er die Nachmittage frei für Hobbys, Freunde, Familie und Sport. Außerdem sind Philipps Schultage durch die Lernzeiten nicht mehr so anstrengend. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Durch eine Umstellung auf 60-minütige Unterrichtsstunden und die Lernzeiten hat Philipp auch an langen Tagen nicht mehr als 3 bis 4 verschiedene Schulfächer. Die Lernzeiten kann Philipp frei gestalten. Er entscheidet, für welches Fach er welche Aufgaben bearbeiten möchte und darüber, ob er dies lieber alleine oder gemeinsam mit einem Freund tut. Auch das Arbeitstempo kann er selbst bestimmen. Dies schafft eine angenehme Atmosphäre, in der das Lernen Spaß macht. Lehrkräfte können in Lernzeiten zu Beratern werden. Philipp kann zum Beispiel mit seinem Mathelehrer die Berichtigung der Klassenarbeit besprechen und Fragen zu den Aufgaben stellen, die er noch nicht versteht. Der Mathelehrer hingegen hat Zeit für einzelne Schülerinnen und Schüler, da die anderen ja eigenständig arbeiten. Nachdem Philipp eine Woche krank war, kann er in einer Lernzeit zu seiner Deutschlehrerin gehen und sich nach dem verpassten Lernstoff erkundigen. Sie hat die Möglichkeit, mit ihm im Einzelgespräch zu klären, welche Aufgaben Philipp nachholen sollte und was er schon verstanden hat. Durch die freie Wahl der Lehrkraft kann Philipp selbst entscheiden, wer ihm am besten helfen kann. Manchmal geht er zum Beispiel zu seinem alten Englischlehrer aus der 5. Klasse, denn der konnte schon früher besonders gut erklären. Wenn Philipp keine Hilfe benötigt und einfach nur in Ruhe arbeiten will, dann kann er dies im Raum der Stille tun. Hier ist Sprechen verboten. In dieser Woche ist Philipps Erdkundelehrerin erkrankt und kann keine Aufgaben verschicken. Den ausfallenden Unterricht nutzt Philipps Klasse als Lernzeit. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten ihre Lernpläne und haben dann vielleicht auch mal Zeit für eine Zusatzaufgabe. Ist die Erdkundelehrerin wieder da, kann dann umgekehrt eine Lernzeit als Unterrichtsstunde genutzt werden, indem diese Stunde zu einer sogenannten gebundenen Lernzeit wird. Philipps Klasse holt so die ausgefallene Stunde mit ihrer Lehrerin nach. Sinnlos verbrachte Vertretungsstunden gibt es nicht mehr. Das Gymnasium am Neandertal ist eine aktive Schule und wir entwickeln unser Unterrichtskonzept ständig weiter. Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern eine individuell passende Lernatmosphäre ermöglichen und gleichzeitig ihre Selbstständigkeit fördern.